Wie kannst du planbar finanzielle Freiheit verwirklichen? Das ist eine Frage, die ich sehr, sehr häufig bekomme. Und ich studiere dieses Thema ja bereits seit 20 Jahren und möchte dir mit diesem Video meine Erfahrungen zusammenfassen. Herzlich willkommen hier gerade in Namibia von unserem Once-in-a-Lifetime-Event, wo viele Netzwerkpartner und auch unsere Diamant-Club-Mitglieder natürlich mit vor Ort und dabei sind. Also eine besondere Location, habe ich lange auf dieses spannende Land gefreut und hier auch ein besonderes Thema. Ja, wie kann man denn finanzielle Freiheit umsetzen? Weil wie bin ich denn selber gestartet damals? Als Lehrabbrecher, introvertierter, schüchterner Junge, der nicht wusste, was er mit seinem Leben machen solle. Ja, und bin dann erst so Anfang 20 gestartet. Ich habe damals übrigens Heavy Metal gehört, hauptsächlich als Musik. Und ich habe zum Beispiel Stephen King Bücher, also Horrorbücher allgemein gelesen. Also nicht so die beste Voraussetzung vielleicht, um finanzielle Freiheit umzusetzen. Da ist einiges passiert. So, ich fasse jetzt nicht alles die Geschehnisse zusammen, aber die Mechanismen dahinter, die ich selber durchlaufen bin, diese, wie ich sie gerne nenne, die 7 magischen Disziplinen der finanziellen Freiheit, die allesamt wichtig sind, um dieses Spiel der finanziellen Freiheit zu gewinnen, was die meisten Menschen niemals gewinnen werden. Ja, und heute, viele wissen es ja, die sich länger mit uns beschäftigen, Selfmade Multimillionär und Gründer einer der internationalsten, beziehungsweise einer der größten Finanzcommunities und so rum die internationalste mit Abstand überhaupt. Ja, und da ist eben einiges passiert. Also zum einen mal, es war wichtig und die Entscheidung, die ich Anfang 20 getroffen habe, und zwar, ich habe einen Fokus gesetzt, finanziell frei zu werden. Ich hatte ja damals Kommunionsgeld, habe damals noch ein Verlegenheitsstudium gemacht, weil mein damaliger Chef ja nicht so mit mir zufrieden war. Also es war nicht so das Gelbe vom Ei. Und ich habe damals den Fokus gesetzt. Finanzielle Freiheit. Das ist nicht nur ein Wünschlein, es ist etwas, was ich umsetzen und verwirklichen werde. Ich wusste noch nicht genau wann und wie, aber ich wusste, dass ich es machen werde. Ich habe mir immer auch Ziele gesetzt. Also damals war es dann so, in den nächsten 3 Jahren möchte ich zum Beispiel so viel passives Einkommen generieren, sodass ich davon leben kann. Das habe ich nicht erreicht, aber ich habe gemerkt, mein Leben wird besser und besser, weil ich einen Fokus gesetzt hatte. Und ich war eben komplett untrainiert. Wenn du mich ja kennst, ich sage mal gern, wir müssen unseren Geldmuskel üben und trainieren. Das ist halt nicht ein Bizeps, der Geldmuskel, der ist hier oben. Und das Geniale ist, dass was du dir antrainiert hast, das wird erhalten bleiben. Bei der Körpermuskulatur müssen wir immer wieder neu trainieren, aber hier oben wird es erhalten bleiben. Das heißt, du musst beim Thema Geld und Finanzen auch schon mal als Mindset smart sein. Das heißt, wie funktioniert denn dieses Thema Geld? Weil, und es ist wichtig, das zu verstehen, es ist erlernbar und es ist trainierbar. Genau dieses Prinzip. Du kannst deinen Bizeps, wenn wir straffen, stärker machen, größer. Es ist keine Hexerei. Wir wissen, wie es grundsätzlich funktioniert. Wenn du dann noch die besten Strategien hast, um das Ganze zu machen, dann geht es natürlich noch schneller. Und vom Mindset her, im übertragenen Sinne ist finanzielle Freiheit eben kein Sprint, so 100 Meter, so sehen und packen es die meisten an, weil es eher ein Marathon ist, also im übertragenen Sinne. Und so sehen es aber die meisten nicht, die packen es an wie ein Sprint, probieren es mal richtig, ja? Wenn überhaupt, viele Menschen probieren es ja gar nicht, wirklich, ja? Sondern einfach nur Wünschlein wäre nett und schön, machen aber das, was sie die ganze Zeit machen und dann zu erwarten, wenn du jeden Tag dasselbe machst wie vorher auch, dass du dann komplett andere Ergebnisse auf einmal erzielst, vergiss es. Das wird nicht funktionieren. Aber genau diese Strategie, nennen wir es einfach mal so, versuchen die meisten und sind dann frustriert und die anderen machen es nach, weil sie ja kein anderes Modell haben. Das heißt, wir müssen uns immer schauen, modellieren, wer hat es denn erreicht, wer passt zu dir und deiner Einstellung, zu deinem Mindset und das Ganze dann in Anführungszeichen nachmachen. Modellieren auf Excellence, wie man das auf Englisch sagt, dann wird es besser und besser werden. Okay, schauen wir uns mal die 7 magischen Disziplinen der finanziellen Freiheit an. Wie gesagt, am Schluss verrate ich dir, wie du schon mit 1 Minute pro Woche hier loslegen und einen sehr, sehr guten Unterschied machen kannst. Aber schauen wir uns mal an. Das war so meine eigene Entdeckungsreise. Die 7 magischen Disziplinen bzw. 7 Bereiche. Also finanzielle Freiheit ist ähnlich wie so ein Zehnkampf. Es ist eben nicht eine Sache und nicht eine Disziplin von denen, wo du hörst. Und deswegen, du wirst in einigen von diesen Disziplinen sicherlich auch gut sein. Vielleicht sogar sehr gut. Das Blöde ist, ich sage jetzt mal umgangssprachlich, wenn du es in einer verkackst, ja, dann kann es wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Also, Punkt Nummer 1, und zwar das Geldsystem. Du musst die Spielregeln verstehen in einem Spiel, bevor du loslegst.
Weißt du zum Beispiel, wie Baseball funktioniert? Wenn du es nicht aktiv gelernt hast, vermutlich nicht im deutschsprachigen Raum, versteht man in der Regel dieses Spiel nicht wirklich. Wie kannst du das dann gewinnen? Oder wenn du Schach nicht wirklich gelernt hast, gegen richtig guten Schachspieler hast du keine Chance und Möglichkeit. Ja, du wirst es vielleicht auch nicht, wenn du Schach lernst, der weltbeste Spieler oder Spielerin werden. Aber du wirst gut und besser werden. Das heißt, wenn du etwas übst und trainierst, dann wirst du besser. Wenn du etwas nie übst und trainierst und wenn du Spielregeln nicht kennst, hast du keine Chance und Möglichkeit. Das heißt, du musst verstehen, wie das Geldsystem aufgebaut ist. Henry Ford sagte, wenn die Menschen das Geldsystem verstehen würden, hätte man eine Revolution vor morgen früh. Wenn du mich und unsere Community kennst, dann weißt du sehr, sehr gut, warum er das gesagt hat. Das nur am Rande. Also, dann Punkt Nummer 2, Investments. Die meisten Menschen lernen ihr ganzes Leben lang nie, wie Geldanlage und Investment funktioniert. Und es hat Regeln. Und beispielsweise bei uns ja eine 32-Punkte-Checkliste, wo du einfach verstehst, was kann alles schiefgehen bei einer Geldanlage. Und wenn du das eben weißt, verstehst und dann anwenden kannst, dann wirst du besser und besser. Also du musst verstehen, was sind gute Geldanlagen, wie kannst du dir erkennen, was sind schlechte Geldanlagen, die du meiden musst, wie der Teufel das Weihwasser. Punkt Nummer 3, Mindset bzw. Reichdenken. Mindset, das, was hier oben passiert, das scheint ja irgendwie so, dass jeder so denkt. Und es wäre ja ganz normal. Nein, Bullshit. Es gibt Milliarden von Welten, weil jeder Mensch auf diesem Planet eine eigene Sicht der Dinge hat. Und die können wir immer verändern. Das ist nicht die Wahrheit. Das heißt, und das war unter uns, das, was du denkst, ist nicht die Wahrheit. Es ist rein subjektiv. Das, was deine persönliche Wahrheit ist, bei allem. Deswegen auch beim Thema Glaubenssätze. Es gibt kein richtig oder falsch. Also jetzt wie zum Beispiel, Geld verdienen ist einfach, nehmen wir als Beispiel. Oder Geld verdienen ist schwer oder hart. Es gibt keine Wahrheit. Beides existiert, beides kann wahr sein. Die Frage ist, welche zum Beispiel von Glaubenssätzen und was hier oben passiert, was ist dir dienlich, damit du mit deiner finanziellen Freiheit vorankommst. Das heißt, und das ist ein lebenslanger Prozess. Mindset und die Art und Weise, wie wir denken und das zu optimieren, auch beim Thema Geld. Es geht ja auf jeden Bereich. Ja? Also Erfolgsprinzipien sind ja überall anwendbar. Deswegen haben wir auch so viele Menschen in unserer Community, die einfach verstehen, also die sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, weil sie auch verstehen, hey, ich kann meine Gesundheit verbessern, ich kann meine Beziehungen verbessern, Sexualität, was auch immer. Kannst eigentlich alles im Leben verbessern. Und wenn man das einmal verstanden hat, ja, und da anpacken, hier fliegen, wenn du das einmal verstanden hast im Leben und es dann anpackst und in einen Bereich umgesetzt hast, deswegen auch viele Spitzensportler, wenn die immer verstanden haben, ja, ich kann da besser und besser werden, trainieren, auch da das Mindset, wie ich rangehe und Co. Und dann wird es immer besser und besser. Dann, nächster Bereich, habe ich schon gesagt, in dem Glaubenssatz, Geld verdienen. Wir können Geld verdienen lernen. Ich habe damals verstanden, ich muss irgendwie Kommunikation lernen. Man könnte auch sagen, wie zum Beispiel Marketing und Verkauf. Also alles, was mit Menschen zu tun hat, ist immer Kommunikation. Auf eine gewisse Art und Weise ist alles im Leben Verkauf. Also nehmen wir mal ein Beispiel bei dir. Ich verkaufe gerade, versuche interessante Videos zu machen und verkaufe in Anführungszeichen an dich diese Information, dass du das anschaust und damit arbeitest. Wenn du zum Beispiel, wenn du Kinder hast, und du möchtest die ins Bett gehen, dann musst du denen verkaufen, dass die ins Bett gehen. Und je smarter du es machst und je besser, desto besser wird das Ganze funktionieren. So, das heißt im Business, das heißt im Privat, wir müssen Kommunikation lernen. Und auch Geld verdienen ist etwas, was man erlernen kann. Den ich auch verstehe und ab und zu ist es dann einfacher, beziehungsweise wir sollten uns einfach machen, wenn wir zum Beispiel auf Zukunftsbereiche gehen. Das heißt, intensiv damit zu beschäftigen, wo geht die Welt hin, was wird benötigt. Weil du kannst dich jetzt mit Schallplatten beschäftigen und da alles drüber lernen, aber du könntest auch alles lernen über Krypto, über KI, über Blockchain und wo zukünftig die Welt hingehen wird und womit man dann in unserem Kontext Geld verdienen kann. Nächster Bereich. Sparen, auf die Seite legen. Ich habe Menschen kennengelernt, die verdienen 5-stellig, legen aber nichts auf die Seite und sind in einem goldenen Hamsterrad. Und ich habe Auszubildende kennengelernt, die von 1.000 Euro, die reingekommen sind, 500 Euro auf die Seite legen, weil sie den Rest nicht benötigen. Okay, Hotel Mama, aber die geben nicht alles sofort aus. Das sind Programme, das sind Denkmuster. Das heißt, sparsam ranzugehen. Ich habe das bei mir immer so gemacht. Ich habe immer erst die Kosten von meinem Leben erst nachgezogen, als ich deutlich mehr verdient habe, so dass ich immer Sparquoten hatte, deutlich über 50%, teilweise 70-80%. Und dann ist der Turbo zur finanziellen Freiheit ist unglaublich schnell. Also das heißt, auch wie hoch ist deine Sparquote? Wenn die über 5 oder 10% ist, da musst du es nämlich messen, nicht absolut. Es ist scheißegal, ob du 500 Euro auf die Seite legst oder 5.000 oder sonst was. Es ist immer die Sparquote.
Ansonsten, wenn deine Sparquote nur bei 5 oder bei 10% liegt, dann kannst du niemals dorthin kommen, zur finanziellen Freiheit. Und wenn du halt dann sagst, ja, aber ich verdiene ja nicht mehr, ich überlebe damit, dann stell dir die Frage, wie kannst du deutlich mehr Geld verdienen? Wir haben inzwischen Jugendliche, die sich einfach nur mit Krypto, mit Bitcoin und Co. auseinandergesetzt haben und Multimillionäre geworden sind. Deswegen, es gibt die einen Menschen, die sagen immer, das geht nicht, fokussieren sie ihr ganzes Leben lang, haben Recht dadurch, weil sie das sich ja immer wieder bestätigen durch die Umwelt. Und es gibt die anderen, die sagen, hey, wie kann ich deutlich mehr haben? Wie kann ich 10-mal mehr Geld verdienen? Du wirst Antworten finden. Sie werden dir vielleicht nicht gefallen, da würden sie ja gerne einfach jetzt sofort und schnell haben. Funktioniert aber nicht. Also, dann der 6. Bereich, die 6. Disziplin, passives Einkommen. Das heißt, wie kann ich meine Einkünfte automatisieren? Das heißt, wie kann ich zum Beispiel ein Business automatisieren? Wie kann ich passive Einkommensquellen auftun und nutzen? Auch wie kann ich das beim Thema Geldanlage und Investment dann umsetzen und verwirklichen? Weil deine finanzielle Freiheit könnte einfach nur 2 Immobilien entfernt sein. Also die Frage, wie kommst du zu diesen Immobilien, aber auch wie du Märkte umsetzt und welches passives Einkommen passt zu dir? Weil es eben 15 passive Einkommensströme gibt und die Frage ist, welche passen zu dir? Welche kannst und möchtest du umsetzen? Auch das fängt hier oben wieder an und dass du dich damit beschäftigst und schaust, was zu dir passt und diese Reise zur finanziellen Freiheit startest. Und die Disziplin Nummer 7, Internationalisierung. Das ist die ultimative Sicherheit. Die meisten Menschen haben alles an einem Ort. Ihre Bankkonten, ihre geldlangen Investments, ihren Reisepass, ihren Job, ihren Personalausweis, also eine Residency. Und sind dann, wenn es in diesem Land ein bisschen bergab geht, und dieses Land vielleicht auch dringend Geld benötigt, auch in der Zukunft, sei es durch Steuern, vielleicht durch Enteignungen, Sonderabgaben und Co., kann es mal wieder abgenommen werden. Und wenn du dir das anschaust, warum werden die normalen Menschen eigentlich nie finanziell frei? Wenn diese Geldanlagen und wenn ihre Herangehensweise ja so gut und sinnvoll wäre. Warum schaffen es aber andere Menschen self-made, dass sie Vermögen aufbauen? Weil sie sich ganzheitlich mit diesem Thema auseinandersetzen und das durchgehen, was wir uns heute anschauen. Also wir sehen uns ja heute auch das Thema finanzielle Freiheit aus der Adlerperspektive, aus der Meta-Perspektive an. Weil es ist ein Prozess, es ist halt nicht, das hätten wir alle gerne, die eine Sache, die eine Strategie, der eine Tipp, der eine Steuertipp, der eine Aktientipp. Immer wenn ich das höre, denke ich mir ehrlich gesagt so, da haben wir noch einiges an Mindset und Herangehensarbeit. Weil die meisten Menschen diese Ganzheitlichkeit einfach nicht verstehen. Und für mich war es übrigens auch ein Prozess, ich musste mir diese 7 Punkte selber zusammensuchen. Ich habe am Anfang des Videos versprochen, wie kannst du jetzt auch bereits mit 1 Minute pro Woche spürbar deine finanzielle Freiheit optimieren und verbessern. Und da habe ich einen wichtigen Tipp an dich. Und zwar einfach nur einmal pro Woche. Schau freitags in deinen E-Mail-Posteingang um 10 Uhr. Senden wir dir eine Mail, die wöchentliche Mail. Screen diese nur 1 Minute pro Woche. Und schau dir an, was in unserer Community passiert. Du bekommst jede Woche ein neues Tippvideo an die Hand. Also wo wir Themen wie heute durchgehen, sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit, siehe Disziplin 1, Finanzinsiderwissen bzw. das Geldsystem. Aber auch andere Themen, Investments, Geld verdienen. Und schau drin, was dort drin steht. Das ist das Herzstück unserer Community, der sogenannte Klartext E-Letter. Den schreibe ich selber und da fasse ich alles zusammen, was passiert in unserer Community. Deswegen schau einfach nur einmal pro Woche rein und schau, was dich vielleicht antriggert als Thema. Wenn nicht, dann schaust du einfach nächste Woche wieder rein, aber mach es zu deiner Institution. Diese Mail gibt es bereits seit über 9 Jahren, wo es diese Tippserie gibt und einer der größten Geld- und Finanzkanäle im deutschsprachigen Raum. Und da freue ich mich, wenn du da wieder reinschaust. Ich will recherchieren. Wir sind langfristig orientiert. Möchte auch, dass du das weißt. Wir machen immer spannende Länder, Events und Tipps und Tricks, die dich voranbringen bei deiner finanziellen Freiheit. Aber der Punkt ist, du musst selber etwas dafür tun. Es wird dich niemand selber über die Ziellinie tragen. Das war bei mir nicht der Fall. Ich habe es noch nie bei jemandem dort draußen lebt bei dem Thema Geld und Finanzen. Du musst es dir selber erarbeiten, wie das Ganze funktioniert, wenn du es verbessern willst. Natürlich kann man Glück haben, auch mit Vererben und so weiter. Aber auch da ist es so, die meisten Lotto-Millionäre, was passiert, die verlieren wieder alles, weil sie gar nicht dieses Bewusstsein haben, wie dieses Thema Geld und Finanzen wirklich funktioniert. Also, welche dieser Disziplinen möchtest du anpacken? Was war für dich am wichtigsten? Schreib es gerne in Kommentare, vielleicht auch deine Fragen. Und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Freitag wiedersehen, zur nächsten Tippeinheit von Faszination Freiheit. Ich freue mich auf dich, dort wiederzusehen. Herzlichst dein Thorsten Littmann.